Es gab irgendwo einen guten Punkt, wo man sich hinpacken konnte. Und da ist einem dann nichts passiert. Aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wo der ist. Wir müssen... Ich weiß es nicht. Wir müssen die Mädchen, glaube ich, nicht zerschießen, um an Sau ranzukommen. Wir müssen nur das System deaktivieren. Was wir ja gerade gemacht haben. Da hat der Darrow uns ja den Code gegeben. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Sagen wir es mal so. Insofern, ich will nicht mit sich mal hinstellen und sagen, das ist der richtige Weg, so muss man das spielen. Das bleibt jedem selbst überlassen natürlich. Aber so ist es halt meiner Meinung nach am einfachsten. Wir hätten es zur Not auch hacken können, auch wenn wir den Darrow nicht überredet hätten. Manual override of tertiary pods initiated. Total system purge in effect. Shutting down tertiary stations. Warning. Electrical charge subcritical and rising. Electric discharge sequence initialized. Where did you get that code? From that fool down. Oh Mann! Nein, 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 nein. Bumm! Toll! Geschütz im Nacken. Toll! Ah, das könnte jetzt etwas dauern. Ich muss eine Position finden, von der aus ich Sau zerschießen kann. Ich weiß halt wirklich nicht, ob wir diese Mädchen da in der Mitte, die bilden ja dieses Hiram Project, irgendwie so Hive-Mind-mäßig, so zusammengefügte Gedanken, 3 menschliche Gehirne, die quasi eine Art Supercomputer bilden. Das ist ja quasi hier der ganze Witz dahinter. Und, ist schwer. Guck mal, das haben wir jetzt schon mal, das wissen wir schon mal, wie wir das machen müssen. Jetzt kommen. Nochmal. 2012. Inactivate. Tertiary pods initiated. Total system purge in effect. Shutting down tertiary stations. Warning. Electrical charge subcritical and rising. Electric discharge sequence initialized. Hier war das. Hier ist man safe. Was haben wir denn hier? Laser Rifle. Nee, nicht moven, equippen. Stop me, Jensen! It's happening! Hiram is gone! No! Wait! It's initiating emergency protocols! You don't know the resources they have at their disposal, Jensen! Despite your special genetics, you have been in over your head the whole time! Initiate dissipation protocol! Warning. Electrical charge subcritical and rising. Halfway to discharge sequence. Ich weiß jetzt nicht, sie ist auf jeden Fall markiert und nicht mehr die Mädels. Die haben wir ja komplett ausgeschaltet. Ich glaube, wir müssen jetzt warten, bis da die Scheibe kaputt geht und dann können wir sie zerficken. Ich warte jetzt einfach mal und lass die... Alter, ich krieg ja Panik hier. Ich lass die Alte jetzt mal labern und dann zerballer ich die. Mit der Laser Rifle. Ich glaube, die ist ganz gut dafür. Ist relativ präzise. Sie wird uns jetzt als Ziel angezeigt, nicht die Mädchen. Ich warte jetzt einfach mal. Und falls das jetzt zu lange dauert, schneide ich das eben zusammen. Ist ja auch kein Problem. Ach, hi Jungs. Was geht? Der Roboter fährt ja immer noch seine Kreise. Oder müssen wir die Scheibe zerschießen? Irgendwas passiert gerade. Hier sind wir safe. Ich erinnere mich, aber ich meine auch, dass ich hier letztes Mal geblieben bin. Die Scheibe wird brüchig. Ja, easy Kinder. Wir müssen einfach nur warten und dann schießen da.
Wer schließt sich denn auch freiwillig an Soba dran? So, ist offen. Ah, scheiße auf den Roboter, der kriegt mich eh nicht. Treffe ich die Olle? Ich hab das Gefühl, ich treffe die gar nicht. Probier mal was. Ja, ist ja die Laser Rifle. Wo ist denn die? Da ist die Plasma Rifle. A quick. Hi. Ich glaube, ich mache das... Ja, ich habe alles richtig gemacht. Alter, was zur Hölle? Alter! Die ist komplett verschmort, die Alte. Und explodiert. Warum bauen Menschen sowas? Hello, Adam. Welcome to the edge. It is not the end of the world, but you can see it from here. Eliza? What are you doing here? It is my job to monitor and report on the news, Adam. Before Darrow smothered everything with his signal, the whole world was tuned into this place, including me. The broadcast. I have to stop it. I know. Please, come closer. Do you know where we are, Adam? We are at the fulcrum point, when society lies in the balance. Hugh Darrow hoped to tip the scales one way, by telling the world everything you already know. About the biochip, the Illuminati, everything. He believed knowing the truth would convince mankind to abandon research into human enhancement technologies forever. It would certainly give them reason to fear it. Indeed. Darrow's confession is ready to send. If you want, I can wideband it across all media as soon as you shut down the signal. Everything you worked so hard to uncover will be exposed. But only if you deactivate the broadcast using this control. Of course, there is another option. This passage leads to Panchaea's pressure regulation controls. Destroy them and the installation will cave in on itself, overwhelmed by the weight of the ocean pressing against it. Everyone inside the structure will die. That's a solution? No one will be left to tell the world what happened, Adam. Nobody will be able to spin the story. Including me. The choice is yours. Do you believe you have the wisdom to choose an appropriate future for mankind? Or do you trust mankind to find the answers on its own? So, das ist jetzt die Frage. Wir können auch hier hingehen und den ganzen Komplex in die Luft jagen. Das war damals meine erste Entscheidung, die ich getroffen habe. Weil wir haben bis jetzt niemanden außer den Bossen getötet. Ich weiß nicht, ob wir uns dann... Wir jagen ja theoretisch gesehen die ganze Einrichtung in die Luft. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich mache erst ein Save. Und zwar hier. So, und dann... habe ich ein Vieh vom Auge. Geh weg. Wir machen jetzt erstmal Darrow's Message. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Und dann lade ich vielleicht nochmal
Und das Ende, das kommen wir alles in die Luft jagen. Hätten wir uns jetzt noch mit Seraph oder mit Taggart unterhalten, hätten die uns jeweils andere Nachrichten gegeben, also ihre Sicht der Dinge, die wir hätten hochladen sollen. Machen wir aber nicht. Ich habe mir damals alle Enden angeguckt. Wir senden Darrows Message und dann drücken wir den Selbstzerstörungsknopf. Darrow's confession may well convince mankind to cast all science and technology aside, to ensure that future generations grow up free and whole. Are you sure this is your choice? So be it then. Albert Einstein said, technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal. It took me a while, but I finally see his point. How often have we chased the dream of progress only to see it perverted? More often than not, haven't the machines we built to improve life shattered the lives of millions? And now we want to turn that dream on ourselves to fundamentally improve who we are. Experience has shown me how dangerous that can be. How many times in the Call of Duty did I almost fall into the trap of taking shortcuts, abusing my abilities or the resources at hand? I resisted. Barely at times, because I valued human lives and considerations. Can I truly despise others who fall? Technology offers us strength. Strength enables dominance, and dominance paves the way for abuse. Darrow understood this. He knew that using technology to become something more than we are risks losing our ability to love, aspire, or make moral choices. The very things that make us human. It also risks giving some men the power to make others what they choose, regardless of the cost to human dignity. The suffering Darrow inflicted is not the end of the world. It is merely a seed for change. And change never comes without pain. Ja, liebe Freunde, und das war Deus Ex Human Revolution. Ich habe jetzt das Ende von Hugh Darrows Sicht genommen, weil ich halt nicht wollte, dass alles, wofür ich jetzt so hart gearbeitet habe, zu scheiße wird. Es wäre doof gewesen, wenn wir so die Erfolge nicht bekommen hätten. Aber ich werde jetzt noch, kann ich die... Ja, ich skippe jetzt mal eben kurz und dann laden wir eben... Wir continuen, dann müssten wir eigentlich wieder in der Kammer landen. Und dann laden wir jetzt nochmal... Das war jetzt quasi das, was ich gemacht habe, um die Erfolge zu kriegen. Und jetzt sage ich euch das andere Ende direkt hinterher und lasse dann erstmal auch die Credits durchlaufen, weil ich persönlich finde auch einfach nur, wie erkläre ich euch das? Es ist eine grausame Sache an sich zu sagen, ich jag den ganzen Laden in die Luft, ich töte alle Menschen, die da drin sind, so viele, die damit nichts zu tun haben. Aber mir gefällt die Botschaft dahinter. Weißt du, wir bekommen hier die Wahl, Darrows Sicht der Dinge weiterzutragen. Warum hat er das die Wahrheit? Warum hat er das getan? Was wollte er damit bezwecken? Seraph will uns dazu bringen, dass wir den Menschen halt verkaufen, dass das nur der Wahnsinn eines Mannes war und dass die Technologie nichts damit zu tun hat. Taggart will, dass wir den Menschen erzählen, Augmentations sind gefährlich und müssen verboten werden. Und die vierte Wahl, ich weiß es nicht, es ist grausam, den ganzen Laden in die Luft zu jagen, keine Frage, das will ich überhaupt nicht sagen, aber zu sagen, ich zerstöre diesen Ort, das, was hier geschehen ist, und jeden, der damit zu tun hatte.
auch Greta Müller, oder Gerta, wie sie jetzt ist, die Deutsche hier, nicht wahr? Ich zerstöre die Wahrheit. Und die Menschen werden ihre eigene Sicht der Dinge bilden. Die Menschen werden eigenständig darüber nachdenken, was ist passiert. Keine Eliza Cassan, keine Illuminaten, niemand kann das, was geschehen ist, so zurechtdrücken, wie es in seinen Augen war. Und das finde ich irgendwie, es hat was, ja, wie erkläre ich das? Es hat was sehr, keinen moralischen oder ethischen Wert, sondern es hat einen sehr philosophischen Wert. Wenn unsere Meinung von niemandem vorher zurechtgelegt wird, wie werden wir Menschen uns entscheiden? Und diese Chance wollte ich in dem Spiel zumindest damals den Menschen geben, und das ist auch die Chance, die ich hier final treffen werde in diesem Let's Play. Wir jagen den Schuppen in die Luft. If you do this, the world will be left with questions and may never reach a consensus. Are you sure this is your choice? Yes, I am sure. And might I say, it has been a pleasure. Do I trust mankind to save itself? That's what Eliza was asking. The truth is, I don't know. After everything I've seen, all the fighting and the chaos around me, I only know what I want to believe. Somehow, human decency will triumph. These past few months, I've faced many life-threatening situations. I could have given up many times, but my need to know the truth, to uncover the secrets that others were hiding, and to survive, forced me to keep on going. Most of the time, I tried to keep my values in mind, knowing my actions did not have to harm others. I held on to my humanity, resisting the urge to abuse power or resources in order to meet my goals. And in the end, I got the job done. But does this mean I have the right to choose for everyone? No. Because it isn't up to me. It isn't up to Darrow, Sarif, or Taggart either. Ordinary men and women will have to decide together what course mankind should take. The kind of people who time and time again have picked and chosen the future in highly practical ways. Slowing change when it's negative, speeding it up when it's good. Can they do it again? I don't know. But I do know I'm not about to let anyone in this station, myself included, stand in their way. Das war Deus Ex Human Revolution. So, liebe Friends, und damit ist das Let's Play jetzt endlich an einem Ende. Und was heißt endlich? Leider Gottes, jedes gute Projekt muss mal an ein Ende kommen. Und Deus Ex war für mich persönlich so ein kleines Juwel. Ich bin halt damals zufällig drüber gestoßen. Ich habe die Deus Ex-Reihe vorher noch nie angehört. Oder angesehen, besser gesagt. Und es ist wirklich, es ist ein kleiner Schatz. Ich habe es schon so oft durchgespielt und es wird irgendwie nicht langweilig. Es hat einen sehr, sehr hohen und enormen Wiederspielwert, wie ich persönlich finde. Gut, dass jetzt mit dem Geist nicht entdeckt werden, hat nicht so gut geklappt, aber ich glaube, sonst wäre es gegen Ende noch viel, viel länger geworden. Und es hat eine relativ durchschnittliche Länge, eine gute, anständige Spielzeit. Wenn man es quasi sneaky durchspielen will, braucht man halt ein paar Attempts, ein paar Versuche, muss neu laden und so, aber ich finde, das ist es worth. Es ist die Challenge dahinter doch, die einen reizt. Ja, war der Bosskampf, die Bosskämpfe, na gut, jetzt hier ducken, verstecken, schießen, ballern, explodieren lassen, Hauptsache man wird nicht getroffen und der Gegner fliegt schnell in die Luft. Das ist halt so oft schwer. Mir hat's unglaublichen Spaß gemacht. Und ich bin wirklich dankbar für jeden, der dabei geblieben ist, der da dran geblieben ist, der weitergeguckt hat, obwohl Deus Ex ja in einer sehr langen, ich sag mal, Sommerpause war.
wegen meines Umzugs ich nicht mehr so viel Material hatte und nur noch eine gewisse Zeit hochladen konnte und es so selten geschafft habe, mal mir irgendwie was aufzubauen, um weiter aufzunehmen. Jetzt zum Glück ist dem nicht mehr so. Ich bin durchaus zufrieden mit dem Gesamtpaket, wie es jetzt gelaufen ist und hoffe einfach nur eine Sache, dass ihr, die Zuschauer, Spaß dabei hattet. Ich denke mal, sobald Mankind Divided auf den Markt kommt und ich es mir geholt haben werde, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich weiß noch nicht, ob genau zum Release-Termin oder ob ich es vielleicht mal vor alleine spielen möchte oder ob ich es direkt LPen werde. Ich denke mal, ich werde aber, sobald es in meinen Händen ist, werde ich es bestimmt irgendwann im Laufe der Zeit aufnehmen. Weil das ist so eine unglaublich tolle Reihe, so unglaublich tolle Figuren, so ein Tiefgang, etwas, was sehr, sehr vielen Spielen fehlt. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Gerne hätte ich mehr Sidequests mitgenommen, aber ich wollte halt das Spiel durchzocken, ohne jemanden umzubringen. Es geht nicht bei einigen Sidequests, da müsst ihr Leute umbringen. Deswegen habe ich jetzt auch, weil ich finde es auch so eigentlich besser. Ich habe erst das Ende genommen, den ich weniger zuspreche, habe die Erfolge abgeholt und jetzt hier nochmal das richtige Ende. Meiner Meinung nach das Ende, was ich am besten finde. Wir hätten jetzt auch noch in Panchea nach Darrow sage ich schon, nach Seraph und Taggart suchen können, aber da hatte ich ehrlich gesagt doch eher wenig Bock drauf. Ich wollte jetzt auch, weißt du, wenn man sich so gegen Ende nähert, es wird anstrengend, es wird ein bisschen zäh auch gegen Ende, finde ich manchmal. Der Bosskampf jetzt gegen Ende war, ich weiß beim ersten Mal, wie geflasht ich war, die schließt sich an diese Maschine an, die haut da die menschlichen, ich sag mal, Testobjekte rein, die damit verbunden sind. Das ist, ja, und ist nicht das die Frage, die sich jeder von uns stellt, ob die Technologie uns sich irgendwann alle in solche Monster verwandeln wird. Technologie ist in den letzten Jahren unglaubliche Schritte gegangen und diese Fragen, die Deus Ex dann da aufwirft, wenn der Mensch irgendwann mit Technologie seinen Körper verbessert, wenn wir irgendwann mehr Maschine als Mensch sind, was ist da mit der Menschlichkeit? Was ist mit der Macht, die uns dann gegeben ist? Werden wir diese missnutzen? Was ist mit den Leuten, die nicht drauf klarkommen oder die sich das nicht leisten können? Fragen, die die Zukunft alleine, denke ich mal, beantworten kann. Und Antworten, wo ich sagen muss, dass ich persönlich ein bisschen Angst davor habe, wie sich die Menschheit in der Richtung weiterentwickeln wird. Der Rest ist aber, meine lieben Freunde, an euch. Ihr müsst eure eigenen leben, Geschichten schreiben, so wie Adam das hier gemacht hat. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch, ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich bin jetzt hier raus. Ich weiß noch nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ich lasse die Credits jetzt noch zu Ende laufen. Wünsche euch noch ganz viel Spaß. Für den Rest des Tages, was auch immer ihr heute vorhabt. Ist ein vorproduziertes LP. Keine Ahnung, wann das rauskommt. Könnte sein, dass wir langsam auf Weihnachten zugehen, weil wir haben Mitte September. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, bis das alles oben ist. Ich höre jetzt auf zu labern, weil es kommt eh nichts Gescheites mehr dabei rum. Ich sag, was ich immer sage, auf Wiederschauen und reingehauen. Macht es besser. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Projekt.
You worry too much, Morgan. There's nothing we can't manage given time. She's here. I have to cut this short. Keep going through the wreckage. Maybe we'll find something we can use for the Morpheus initiative. Come in! Dr. Reed! We're so pleased you decided to join us. Where else could I go? No regrets, my dear. As Ariadne told Theseus before he entered the Minotaur's labyrinth, always forward, never left or right. You'll be very interested in our current project. We're breaking new ground. Yes, the nanite virus chimera is quite intriguing. I'm looking forward to seeing the hybrid project up close, Mr. Page. And so you shall. But please, call me Bob.